Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von World of Warcraft. Thema Game-Verfilmung, Teil dos. Duo 2. Also einmal, ich glaube, Spanisch, Italienisch und auf Englisch ausgesprochen. Um Thema Game-Verfilmung genauer zu verinnerlichen, nochmals kurz, erwartet nicht, dass man super gute Umsetzung von Game-Verfilmung machen kann, weil in gewissen Bereichen ist es schwer, irgendwas umzusetzen. Und vor allem ist es auch nicht einfach, weil man erstmal ein Drehbuch, also ein Skript muss haben, was für eine Story es sein soll, sei es jetzt eine Story aus einem Game oder was auch immer. Kurz gesagt, muss man nicht mit großen Erwartungen rechnen. Die Game-Entwickler, wie zum Beispiel Ubisoft, Blizzard oder wer auch immer, versuchen so gut wie möglich dies umzusetzen. Also ihre Fans zumindestens etwas bieten zu können, was auch der Film zum Game repräsentiert. Also man muss nicht erwarten, dass das Game, dass der Film das Game das Game 1:1 gleicht. Weil es ist schon schwer genug, die Möglichkeit zu haben, das besagte Game zu verfilmen. Also bei Warcraft war es ein Hin und Her. Es hat verdammt lange gedauert, also ziemlich lange, bis es endlich mal verfilmt wurde. Also zuerst war das Drehbuchproblem vorhanden, dann der Regisseur ist abgesprungen. Gut, mit Duncan Jones, ein idealer Kandidat. Also ich habe gelesen, ob das 1:1 stimmt, kann ich nicht sagen, aber ich habe gelesen, dass er selber World of Warcraft gespielt hat und Gildenmeister sogar gewesen ist. Ob er jetzt noch es spielt, weiß ich nicht. Aber klar ist einer, wo das Game und das Warcraft-Universum kennt. Also die Geschichte, einzelne Geschichten und so weiter. Aber wie gesagt, man soll als Gamer, wenn man die Games kennt, nicht gleich mit einem Film rechnen, das an dem Game angelehnt wird. Das ist so wie die Comics-Verfilmung von Marvel, DC und weiß nicht wer, alles so wie Buchverfilmung.
Sie schreiben sie ja auch explizit im Abspann rein, basierend auf Punkt, Punkt, Punkt. Und das heißt auch, das gilt auch für so Games-Verfilmungen. Sie basieren sozusagen auf das gewisse Game, egal um welches es sich dreht, aber mit ihrer eigenen vorstellbare Story. Meiner Meinung nach. Und darum bitte ich eben allen, setzt keine zu große Erwartung. Setzt eine mittelgroße Erwartung. In der Hoffnung, dass die Verfilmung seine eigene Welt darstellt. Also sozusagen eine grobe Vorstellung von etwas. Aber setzt keine allzu große Erwartung, dass der Film 1:1 am Game angelehnt ist. Ich kann es nur nochmals explizit erwähnen. Games sind ihre eigene Welt. Filme sind auch wieder ihre eigene Welt. Also es sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Man kann es so ausdrücken, es sind zwei Paar unterschiedliche Schuhe. Also deswegen fangt nicht an, vorzeitig irgendwas zu beurteilen. Also wie zum Beispiel beim Assassin's Creed Trailer wurde schon von den Assassin's Creed Gamern gewisse Kritik ausgeübt. Ich weiß nur nicht, was für Kritik, aber ich habe nur irgendwelche Schlagzeilen gelesen, wo schon den Ansatz macht, dass der Film floppen soll, bevor der Film überhaupt wirklich anläuft. Und das gleiche gilt auch für, kurz überlegen, für für Warcraft The Beginning. Gut, das was ich gehört und gelesen habe, kommt hauptsächlich von Filmkritikern. Und ja, ich gehe mal jetzt hart ins Gericht gegen die Filmkritiker. Die Filmkritiker haben keine Ahnung, weil erstens befassen sich die Filmkritiker nicht mit der eigentlichen Entstehung von irgendwas. Also bei Warcraft Beginning zum Beispiel geht es ja um World of Warcraft und die Strategiespiele Warcraft. Und die Filmkritiker kennen die Geschichte eigentlich nicht. Ja, komm, das ist ja auch der Grund, wieso die Kritiker irgendeinen Film, wo auf irgendeine Basis produziert wird, schon frühzeitig einfach in der Luft zerreißen und sozusagen dann eine Kettenreaktion auslösen, dass der Film dann regelrecht floppt. Weil ich kann nur Folgendes sagen. Die besten Kritiker bei Game-Verfilmungen sind diejenigen, die die Games kennen. Also egal um welchen Film es geht. Sei es jetzt Resident Evil, Silent Hill, Alone in the Dark, Doom oder die kommenden Filme wie Assassin's Creed, Uncharted oder Warcraft.
es ist einfach zum Haare raufen. Also hört nicht auf die Kritiker. Mein Ratschlag. Macht euch ein eigenes Bild über den Film, indem ihr den Film selber guckt, wenn ihr die Spiele kennt. Weil ihr sind dann, ihr seid, ihr, jetzt kommt es mir so vor, also würde ich fast österreichisch reden. Oder wie auch immer. Ihr seid dann die Kritiker, weil ihr die Games kennt und ihr die Filme besser beurteilen könnt, ob es gut ist oder schlecht. Und man darf ja auch nicht vergessen, Trailers sind nicht hundertprozentig aussagekräftig. Man kann einen Trailer, also wahrscheinlich wird es bei Warcraft The Beginning gibt es, glaube ich, 3, 4 verschiedene Trailers. Wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Und die zeigen nur, sagen wir mal, Bruchteile von einem Film, wo 2 Stunden gehen kann. Mindestens. Und man soll nicht auf die Trailers gleich per Ausschlussverfahren sagen, der Film wird scheiße. Lasst euch überraschen. Das ist mir passiert letztes Wochenende? Nee, letzte Woche war ich im Kino, also unter der letzte Woche. Da habe ich den Film X-Men Apocalypse gesehen. Gut, ich kenne die Comics und so weiter. Aber ich habe auch die Trailer, diverse Trailer, also die 3, 4 Trailers gesehen. Und nachdem ich den kompletten Film gesehen habe, bin ich überrascht gewesen über das, was ich im Film gesehen habe. Weil das, was im Film vorkommt, aber nicht im Trailer, auch einen gewissen Highlight wert sind. Also ich spoiler da nichts über, jetzt zum Beispiel über X-Men Apocalypse. So viel ist klar, ich habe einen kleinen Fauxpas begangen, ich hätte genug Zeit gehabt, noch der Post-Scene Credits zu gucken, aber ich musste zeitlich früher losgehen, also früher aus dem Kino rausgehen, um rechtzeitig wieder zu Hause zu sein, um zu versuchen, eine gewisse Aufnahme zu machen für das letzte Wochenende, aber am Ende ist es so oder so ausgefallen. Also wie gesagt, urteilt den Film nicht nach dem Trailer. Guckt euch den Film lieber an und urteilt dann. Das gilt vor allem für Assassin's Creed, weil die Kritiken, die ich gehört habe, zielen hauptsächlich nur darauf, auf den Trailer oder Teaser oder was auch immer. Und das ist das, was ich scheiße finde. Weil voreilige Schlüsse ziehen ist immer falsch. Das gleiche gilt auch jetzt für Warcraft The Beginning. Ich habe den aktuellsten Trailer, wenn ich es noch recht im Kopf habe, gesehen. Und da habe ich gesehen, also ganz kurz hat man es gesehen, dass Anduin Lothar
mit dem Hippogreif in die Lüfte schwebt und von unten her hat man sozusagen wie eine schwebender Fels gesehen und kaum ist er über die Lüfte geflogen, hat man dann automatisch, ich vermute mal, es ist Dalaran. Und das ist jetzt der Punkt im Trailer, wo ich sagen muss, das wird mich enttäuschen. Weil storytechnisch weiß ich, dass Dalaran erst um einige Jahre später, vermute ich mal Jahre, einfach zeitlich wesentlich später von Scheiße, jetzt habe ich den Ort wieder vergessen. Ich guck mal schnell nach. Ich muss Azeroth. Nee, ich muss mal groß machen, sonst sehe ich es nicht. Hier. Also in der Nähe von Vorgebirge des Hügellands, Altrak-Gebirge und dem, wenn ich noch recht entsinne, Lodaransee, glaub heißt. Vorher war Dalaran noch ein fester Bestandteil von Azeroth, bevor dann die Magier mit ihrer Magiekraft Dalaran nach Nordend verfrachtet hat, zum Gebiet Kristallsang Wald. Kristallsang, einfach Kristallsang befördert haben. So viel weiß ich noch. Und deswegen ist das Einzige, was mich enttäuscht, wenn es im Film so vorkommt oder so dargestellt wird, dass es schon anfangs so war. Gut, die Entscheidung liegt ja meistens beim Regisseur, den Drehbuchautor und Blizzard Entertainment. Also da Blizzard mehrere Millionen in den Film gestopft hat, haben sie auch die mehrheitliche abschließende Aussagekraft, ob sie es okay finden oder nicht. Also nicht der Filmstudio, wie die meisten immer denken. Der Filmstudio übernimmt nur einfach die Veröffentlichungsrechte und die Vermarktungsrechte für einen gewissen Prozent. Aber mehrheitlich hat Blizzard sozusagen Geld in den Film gesteckt. Aber trotzdem sind die Game-Verfilmungen, wie ich es immer nur sagen kann, zwei Paar Schuhe. Zu einem, da haben wir die Games, zum anderen haben wir da die Filme, das sind zwei verschiedene Welten. Man kann nicht die Game-Welt mit dem Filmwelt verbinden. Dann könnte man gleich so realistische Cinematic-Filme machen. Dann wäre es was anderes. Aber wenn man versucht, das als Realverfilmung mit richtigen Schauspielern, kann man nicht erwarten, dass alles möglich ist. Weil menschlich gibt's Grenzen. Animation
mäßig. Das sind Grenzen unantastbar. Da können ich, mein Alarm hat sich gemeldet. Wir sind am Ende der Folge angelangt. Das heißt, eine weitere Thema-Folge, Game-Verfilmung. Wie gesagt, das ist ein großes Thema und ich bin nicht mal zu meiner Meinung gekommen, wie ich das sehe. Nur einfach kurzweilig, einfach erwähnungswürdig gewesen. Ich gehe mal in einer sicheren Ecke, wo ich hoffe, dass ich nichts pulle, bevor ich die Folge beende. Ja, kurze Rede, kurzer Sinn. Ich setze es weiter fort in der nächsten. Ah, scheiße, und da ist es passiert. Genau das, was ich nicht wollte. Bevor ich die Folge beenden konnte. Also, dann beende ich diese Folge. Jetzt muss es schnell gehen. Man hört sich und sieht sich in der nächsten Folge von World of Warcraft, die um 8 Uhr veröffentlicht wird auf meinem Channel. Also, dann sage ich mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.